Eine der häufigsten Fragen, die ich auch bis heute immer noch gestellt bekomme von vielen, lautet: Hey Jonas, was soll ich tun, wenn er oder sie meine Nachricht gelesen hat, aber jetzt plötzlich offline gegangen ist und nicht mehr antwortet? Ja, und obwohl ich seit mehr als 5 oder 6 Jahren genau dazu wirklich sehr ausführliche Lösungen schon geschaffen habe, durch zum Beispiel mein Taschenbuch Mann in Frosten oder auch das WhatsApp-Regelwerk und einige andere Werke. Ähm, kommt diese Frage halt immer und immer wieder auf, und ich habe gerade mal in meine aktuellsten YouTube-Statistiken aus den letzten Tagen geschaut, und auch da ist es ganz klar so, dass das Video, wo genau diese Frage der Hook ist, ja, oder der Anfang ist, oder der Einstieg ins Video ist, tatsächlich das Video ist mit den meisten, das innerhalb der kürzesten Zeit die meisten Aufrufe bekommen hat. Und übrigens, ich habe diese Frage eigentlich ursprünglich gefunden, Anfang 2016 auf einem der größten deutschen YouTube-Kanäle von Bibis Beauty Palace. Ja, da war das, glaube ich, irgendwo bei Facebook die Frage mit wirklich, die wirklich mit Abstand die meisten Däumchen nach oben hatte. Ähm, und ich meine, also, wenn man mal ein bisschen mit Logik, ja, und mit einem Mindset an diese Frage rangeht, das jetzt nicht irgendwie total verkrampft ist oder irgendwie aus irgendeiner Angst kommt, ja, die ja eigentlich bei vielen Leuten, die genau diese Frage stellen, meistens eigentlich genau dahinter liegt, ja, oder was bei vielen eigentlich das dahinterliegende Problem ist, nämlich eine krasse Verlustangst, ja, ähm, durch die nächste Nachricht, die man ihm oder ihr schreiben könnte, diejenige Person, die man liebt, wirklich irgendwie für immer zu verlieren. Aber in der Realität ist es ja meistens Bullshit. Ja? Also es ist doch einfach so, dass ähm, mit ein bisschen Erfahrung und mit ein bisschen Kreativität kommt man da relativ einfach eigentlich wieder raus. Ja, manchmal kann es so einfach sein, dass man vielleicht sowas antwortet wie: Hey, wie geht's? Oder hey, wie war dein Tag? Ja, oder dass man sich anschaut, was diejenige Person für heute für Stories gepostet hat und dann vielleicht erstmal auf eine von den Stories reagiert, ja, sich irgendwas Schlaues da überlegt, oder vielleicht einfach auch, manchmal kann es schon ausreichen, einfach nur ein Emoji zu senden. Ja, oder mit einem der Story-Emojis auf eine Story zu reagieren und dann direkt danach irgendwie eine Frage zu stellen, oder sich einfach generelles Interesse für diejenige Person zeigen. Ja, ansonsten, wenn man vielleicht ein bisschen kreativer ist oder generell an dem Tag vielleicht unterwegs war, kann man ein Bild schicken, wie man mit Freundinnen oder mit Freunden unterwegs war oder wie man dies und jenes gemacht hat oder wie man irgendwo irgendwas gesehen oder gefunden hat, was vielleicht ein kleiner Insider ist oder was man vielleicht irgendwo was einen vielleicht an schöne gemeinsame Momente erinnert. Ja, also es gibt so viele verschiedene Wege. Ja, ähm, ich meine, der Standardweg, der speziell eben, wenn es halt wirklich um eine echte Trennung geht, ähm, das ist, was die meisten empfehlen und auch machen, ist eben eine Abschiedsnachricht zu schreiben, ja, und dann wirklich erstmal so 1, 2, 3 Wochen den Kontakt stillzulegen oder zu beenden. Ob das wirklich auch in deiner Situation das Richtige ist, kann ich dir von hier aus nicht sagen. Ja, da müssten wir erstmal drüber sprechen und ausloten, ob es nicht vielleicht doch noch Wege gibt, die Beziehung oder deine Kommunikation mit derjenigen Person, die du liebst, je nachdem in welcher Phase oder in welchem Stadium du gerade bist, wo du da gerade stehst. Ja, weil oftmals ist es so, dass vielleicht einfach nur ein kleiner Perspektivwechsel deinerseits und wirklich einfach ein krasses Aufpolieren von deinem Mindset, ja, von den Gedanken, die du dir täglich machst, von deinem Selbstwertgefühl, von dem Level an Toxizität, genau, also von äh, emotionaler Vergiftung, ja, oder je nachdem, was halt so dein aktueller Vibe ist, dass man halt daran arbeitet, dass du erstmal deine Vibe wirklich krass erhöhst und vielleicht aufhörst, wütend zu sein oder Wut auszustrahlen, oder dich ohnmächtig zu fühlen und das Gefühl zu haben, irgendwie gerade gar nichts mehr machen zu können oder zu dürfen oder wie auch immer.
Ja, und ich finde es halt immer wieder so faszinierend, wie viele Menschen sich halt einfach so krasse Barrieren im Kopf machen oder im Kopf haben, oder ja einfach in ihrer Kreativität blockiert sind, weil eigentlich die tatsächliche Antwort auf genau diese Frage, was kann ich tun, wenn er oder sie meine WhatsApp-Nachricht gelesen hat, aber dann plötzlich offline geht und nicht mehr antwortet. Ja, was bedeutet das? Bedeutet das, dass diejenige Person dich nicht mehr zurückliebt? Ja, bedeutet das, dass diejenige Person dich hasst? Nein, ganz im Gegenteil. Ja, in den meisten Fällen ist es meistens so, dass diejenige Person noch viel schüchterner ist als du und vielleicht einfach gerade keine sofortige Antwort auf das weiß, was du gerade geschrieben hast. Ja? Oder dass diejenige Person vielleicht gerade beschäftigt ist. Ja, also hört vielleicht mal damit auf, so psychotisch zu sein und ja, und sowas irgendwie gleich auf euch beziehen zu wollen. Ja, das nicht alles im Leben, nicht alles, was dir im Leben passiert hat, unbedingt immer direkt einen Bezug zu dir oder unbedingt wirklich was im negativen Sinne mit dir zu tun. Ja, selbst dann, wenn die andere Person glaubt, dass es so ist. Ja, das mag eine kontroverse Aussage sein, aber ist aus meiner Sicht so. Ja, weil wenn du ein gesundes Mindset hast, ja, dann stellt sich dir diese Frage erst gar nicht. Ja, das ist immer eine Frage der richtigen Perspektive, des richtigen Mindsets. Deswegen sage ich euch ja auch immer wieder, hey, sowohl wenn es um Business und Money Mindset geht, als auch wenn es um Liebe und Beziehung geht, mehr als 95% deines Erfolgs macht einfach dein Mindset aus. Ja, und wirklich ein gutes Mindset zu haben, egal ob es um die Kommunikation mit Mitmenschen geht oder ob es ja um Sachen im Geschäftlichen oder im Business geht oder um andere Lebensbereiche. Für dein Mindset bist immer du selbst verantwortlich. Ja, und dein Mindset spielt da einfach eine verdammt große Rolle und das ist ein Long-Term-Game. Ja, das ist eine langfristige Sache. Ja, deswegen manchmal sind schon so ganz kleine Sachen, die man ändern kann. Aber also eine ganz, ganz wichtige Sache, die mir noch am Herzen liegt, euch dazu zu sagen, ist, ähm, meiner persönlichen Erfahrung nach, gerade eben von weiblicher Seite, wird oder werden Kontaktsperren und auch teilweise dazugehörige Abschiedsnachrichten sehr inflationär verwendet. Ja? Ich persönlich und meine Coaching-Erfahrung zeigt mir, dass Abschiedsnachrichten und auch eine mindestens dreiwöchige Kontaktsperre macht eigentlich wirklich nur in sehr, sehr wenigen Fällen Sinn. Ja, und zwar meistens dann, wenn halt wirklich gerade eine echte Trennung stattgefunden hat. Ja, also wenn du in einer längerfristigen oder wenn du in einer längeren Beziehung warst und es ist plötzlich Schluss. Ja, oder teilweise auch schon, wenn man irgendwie noch in der Phase davor war, wenn es vielleicht noch keine richtige Beziehung war und man sich nur gedatet hat. Ja, und plötzlich wird man in die Freundschaftszone geschoben oder ja, diejenige Person, in die du dich verguckt oder verliebt hast, ja, will dich plötzlich nicht mehr treffen oder hat wer Neues kennengelernt. Da kann es durchaus Sinn machen, aber auch da kommt es eben sehr, sehr stark auf die Situation an. Ja, deswegen gerade speziell für solche Fälle, wenn du dir dann nicht zu 100% sicher bist, dann kommentier vielleicht einfach mal dieses Video mit einem Herzchen. Ja, vor allen Dingen, wenn du dir dieses Video bei Facebook anschaust, ja, oder schreib mir bei Facebook oder bei Instagram hier einfach eine Nachricht und sag, dass du gerne ein kostenloses Coaching haben möchtest. Ja? Erstgespräche sind bei uns immer kostenlos. Wie es darüber hinaus weitergeht, kommt immer auf dich an und darauf, was deine Situation ist. Manchmal kann auch wirklich schon ein einziges Gespräch einfach helfen. Ja, und wir machen diese Gespräche nicht so, dass wir da rein irgendwie einfach nur unsere höherpreisigen Coachings oder Gruppencoachings, Mentorings und so weiter pitchen, sondern ja, wir entwickeln dort gemeinsam wirklich eine gute und fundierte Strategie, die auch wirklich zu deiner Situation passt und die dich auch wirklich weiterbringt. Ja, ob du dann danach weitermachen willst und dir von uns noch mehr helfen lassen möchtest, das steht dir frei. Das kannst du immer selbst entscheiden. Genau, es ist aus meiner Sicht halt wirklich nur ganz, ganz wichtig, halt wirklich einfach zu wissen, dass Abschiedsnachrichten alleine und Kontaktsperren alleine oder wie ich es auch ganz gerne nenne, standardisierte Abschiedsnachrichten und eiskalte Kontaktsperren, ja,
werden viel zu oft von viel zu Leuten einfach viel zu inflationär verwendet. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist meistens nicht zielführend. Ja, manchmal kannst du schon mit sehr viel einfacheren Nachrichten und mit ein bisschen mehr emotionaler Intelligenz, ja, und ein bisschen Kreativität deine Situation auch so lösen, ohne jetzt gleich irgendwie eine Abschiedsnachricht schreiben und 3 Wochen Kontaktsperre machen zu müssen. Was durchaus funktioniert. Ja, also eine oder Abschiedsnachricht und Kontaktsperre ist einer der effektivsten Wege, um eine Dynamik wieder zu drehen. Definitiv. Ja, aber wichtig ist es halt aus meiner Sicht, da keine standardisierte Vorlage zu verwenden, die man in jedem x-beliebigen Ex-Rückgratgeber irgendwo findet, ja, sondern das halt wirklich immer spezifisch auf die Situation anzuwenden und speziell, wenn es genau darum geht, haben wir eben in den vergangenen Jahren wirklich krasse Werkzeuge entwickelt, die wir eben tatsächlich wirklich nur bei uns im Coaching enthüllen und offenbaren, weil sie halt wirklich so krass sind, dass du sie in der Form wirklich nirgendwo anders findest. Und was Werkzeuge sind, die dich wirklich krass einfach an deine Intuition anschließen und dir quasi die richtige Formulierung der nächsten Nachricht an deinen Kerl oder deine Dame des Herzens quasi wie in den Mund legen. Ja, oder dass deine Finger plötzlich damit anfangen zu tippen oder dass deine Finger plötzlich damit anfangen, einfach die richtige Nachricht zu tippen. Ja. Das ist definitiv eine Technik, die meines Wissens nach, meines Kenntnisstands nach, du so in dieser Form weltweit nirgendwo findest. Und ich habe viele Länder der Welt bereist. Ja, deswegen, falls du daran Interesse hast oder auch generell dich nicht ganz so sicher fühlst mit deiner Situation, dann sag gerne Bescheid, dann melde dich gerne, mach hier ein Herzchen unter den Beitrag, nicht als Reaktion, nicht als Reaction, sondern als Kommentar. Dann werde entweder ich mich persönlich oder jemand aus unserem Team, eine von unseren Spezialistinnen und Spezialisten werden sich dann bei dir melden und mal gucken, ob wir dir vielleicht auch schon so in einem kleinen Chatgespräch helfen können oder wir vielleicht einfach tatsächlich mal wirklich im Laufe der nächsten Tage miteinander telefonieren. Ansonsten, wenn du es noch schneller machen möchtest und sehen möchtest, wann wir die nächsten verfügbaren Termine frei haben, dann geh einfach auf go.liebesdynamiken.de/apply. Ja, apply ist Englisch, das schreibt man APPLY. Ist garantiert auch nochmal hier irgendwo entweder in der Beschreibung unter dem Video oder vielleicht sogar als Button hier in dem Video verlinkt. Ja, go.liebesdynamiken.de/apply, APPLY, also go.lieb liebesdynamiken.de/apply. Ja, oder einfach auf liebesdynamiken.de gehen, da einfach mal so ein bisschen rumklicken, eintragen und dann finden wir ganz sicher, ganz garantiert irgendwie zusammen. Deswegen, also mir hat es Spaß gemacht, heute mal wieder, euch sehr kreative oder durchaus kreative, auch echte Lösungen und konkrete Lösungen speziell jetzt auf diese Frage hier mit an die Hand zu geben. Ich denke, so ausführlich, wie ich das jetzt hier in diesem Video gemacht habe, habe ich das bisher noch nicht gemacht oder noch nie an keiner Stelle irgendwo gemacht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir unbedingt ein Däumchen nach oben. Däumchen wären Träumchen. Hinterlasst gerne ein Abonnement. Das ist kostenlos bei YouTube. Ja, wenn du keins der nächsten Videos verpassen möchtest, denn in ungefähr 2 oder 3 Tagen kommt schon das nächste Video, ja, wo ich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen werde, warum eine Kontaktsperre aus meiner Sicht meistens eher eigentlich nicht so das Schlauste ist, was man machen kann. Ja, deswegen es kommen noch ganz, ganz viele weitere Videos und du findest bei uns im Kanal auch schon das ein oder andere Video aus den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren. Ja. Jetzt im Moment sind wir gerade in der Phase, wo wirklich sehr, sehr regelmäßig neue Videos kommen. Deswegen, wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, ja, dass du keins der anderen Videos verpasst. Und dann freue ich mich schon drauf, dich dann spätestens im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe, Ahoi, Kapitän Jonas Alexander.